Unsere größten Erfolge haben wir in der Kabine von Bayern München gefeiert. 1:0 für Köln! Wir rasten alle aus! Herzlich willkommen in München. Im Olympiastadion. 97, 28. Mai im Münchner Olympiastadion. Ottmar Hitzfeld sehr angespannt. Und da ist er, der Pokal. So. Ja, es ging gleich munter los mit Stefan Chapuisat auf der linken Seite. Geiler Ball nach innen. Ja, leider hätte gut der abgewehrt. Kalle auch gerne mal machen können. Ja. Ich will nicht von Chancentod reden, aber naja, vielleicht macht Ja, er, da war nichts zu vielleicht machen. macht er ja noch ein Tor. Gut verteidigt. Ich weiß nicht, was Ferrara. Dann langer Ball von Juve. Gute Verlängerung da. Und das war das erste Mal, wo wir Glück gehabt haben. Außennetz. Ja, Vieri, auch genauso wie du, Chancentod. Ja, man muss dazu sagen, die ersten 20 Minuten hatten wir schon relativ viel Glück. Und dann kam Minute, was war es für eine Minute? Wenn jemand Eckball sagen kann, Andi welche Möller, Minute schön es ist, rein. Gut geklärt von Peruzzi. Dann Paul Lambert, einfach mal blind der alte reinkaut. Flankengott. Und dann war er da. Eiskalt verwandelt mit links. Also mit seiner Kopfballstärke hätte Kalle den auch direkt reinköpfen können. Ja? Erst noch mit der Brust annehmen. Oh, was ist denn da mit der Eckfahne los? Also heutzutage würdest du dann eine gelbe Karte für kriegen. Da saßen meine ganzen Freunde aus Italien, die ich damals eingeladen habe. Die waren natürlich alle am Heulen danach. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt relativ egal. Komischerweise habe ich viele Sympathisanten in Italien, weil Juve da wahrscheinlich auch nicht bei allen extrem beliebt ist. Und die mich dementsprechend oder uns für unsere Tore gefeiert haben. 3 Tore in 5 Spielen. Na, vielleicht kommt da noch eins zu. Quote, du. Kommt schon fast an Haaland dran. 3 Tore hat Lars Ricken am Ende auch geschossen. Und So, zweite Eckball. Andi Möller wieder konzentriert nach innen. Das haben wir alles abgesprochen. Und dann 2:0. Lars, sag du was. Ja, endlich hat der Kalle Riedle mal gezeigt, wofür wir die ganzen Millionen an Lazio Rom überwiesen haben. Endlich zeigt er Toni mal, Schumacher war noch am Jubeln. endlich zeigt er mal seine Kopfballstärke. Patsch. Genau. Feste wie ein Schuss. Ja. Und 4 Tore in 5 Spielen. Ja, kommt immer näher. Nicht schlecht. Ja, Wieder ein bisschen Glück gehabt. Zu dem Zeitpunkt kam Juve dann ein bisschen besser ins Spiel. Zidane, einer seiner wenigen Top-Aktionen. Und ja, so stand es zur Halbzeit. Paul Lambert 2:0. hatte den tatsächlich ganz gut im Griff. So einer unserer wenigen Torchancen. Ach, Kalle. Wieder ein guter Ball von Andi Möller. Ja, hätte man aber ein bisschen besser zielen können. Ja, und dann kam die große Stunde. Ich glaube, es war Vieri nochmal. Mit einem Lattenknaller. Ja, wenn Stefan Klos ein bisschen größer gewesen wäre, dann hätte er den Ball gefangen. So hat es dann halt eine Ecke gegeben. War schon gut geklärt. Oh, und jetzt gute Szene von Boksic. Da hat man auch relativ wenig gesehen. Und dann natürlich ein überragendes Tor von Del Piero. Das war einer der Filigran-Techniker zu der Zeit. Und da wurde es noch mal knapp. Und dann kam er, der Lars. Ja. Lars Ricken. Und wie wir, ich glaube, sowohl Kalle als auch Lars haben extrem viel von Andi profitiert, von seinen Vorlagen. Ja. Auch hier wieder die Vorlage. Und die beste aller Möglichkeiten, den Ball genau so reinzuschießen. Für den Jubel hat Lars Ricken dann noch die gelbe Karte bekommen. Zum Glück hat Ottmar Hitzfeld ihn nicht, weil er rot gefährdet war, danach ausgewechselt. Peruzzi am Verzweifeln. Es kommt ein 17-Jähriger rein und schießt ihm ein Ballonetto oben drüber. Lars hat, glaube ich, wie lang war das? 60 Minuten permanent ihn beobachtet, dass er immer weit vorm Kasten steht und natürlich gnadenlos ausgenutzt. Und dann kam die Jubelfeier. So, heutzutage ist ein bisschen mehr Lametta. Das gab es damals noch nicht. Aber hat uns nicht daran gehindert, trotzdem ausgiebig zu feiern. Und einer der letzten großen Auftritte in diesem Olympiastadion. Kurz danach wurde es ja, oder ich glaube 1-2 Jahre später gab es das ja nicht mehr. In München habe ich nie gewonnen. Und komischerweise habe ich dort meine größten Erfolge gefeiert. 97 Champions League Sieg und 96 gegen 1860 mit einem 2:2 sind wir auch Deutscher Meister geworden. Also unsere größten Erfolge haben wir in der Kabine von Bayern München gefeiert. Genau.
Das war's.